Hallo meine Lieben, ich habe mir ein bisschen was überlegt für die Videos, die ich jeweils unter der Woche hochlade, und da hatte ich ja bis jetzt so Kategorien wie Karten oder Geschenkboxen, und dieses Mal, weil ich gerade so ein bisschen mehr Fragen auch zu Procreate bekommen habe, dachte ich mir, ich mache da ein paar Videos dazu, wie ich selber Procreate anwende und auch Tipps und Tricks zu verschiedenen Funktionalitäten. Heute somit das erste Video in dieser Serie, und wenn Procreate für euch noch komplett neu ist, ich habe da mal eine Playlist dazu gemacht, wo ich so die Basisvideos, wie ihr dieses Tool oder dieses Programm anwendet, habe ich dazu gemacht. Da findet ihr den Link hier oben. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir gleich nach dem Intro los. Heute will ich mal mit euch angucken, wie ihr eine extrem coole Hintergrundgestaltung machen könnt. Das könnt ihr dann verwenden, zum Beispiel, ihr könnt es ausdrucken und dann als Hintergrund für die Kartengestaltung verwenden. Ihr könnt Online-Karten machen. Ihr könnt auch Knockout-Designs machen, das zeige ich euch gleich, was es ist, und das zum Beispiel für den Sublimationsdruck verwenden. Da ganz viele Möglichkeiten damit, und damit ihr seht, von was ich hier genau rede, das ist dieser Marmorierungseffekt. Sowas könnt ihr ganz einfach selber zeichnen und eben das dann als Hintergrund verwenden, und es ist wirklich so, mit jedem einzelnen Design, ihr kriegt nie was hin, was immer genau gleich aussieht. Das ist jedes Mal, wenn ihr damit anfangt, wird es ein bisschen anders aussehen, und zwar nicht nur aufgrund der Farben, sondern auch aufgrund, wie ihr den Effekt einsetzt. Hier so ein paar Beispiele, und wenn ich von Knockout Design rede, dann meine ich sowas, wo ihr dann das quasi als Farbe oder als Füllfarbe, Füllmusterung für einen Text verwenden könnt. Das zeige ich euch alles, von dem her fangen wir jetzt mal erst an und machen hier eine neue Ebene. Vom Canvas her, ich habe hier einfach eine A4-Seite gewählt, und dann nehme ich von den Pinseln her, gehe ich jeweils auf die Airbrush-Pinsel und nehme hier diesen mittleren Pinsel. Dann gehe ich ein bisschen größer, und bei den Farben, heute gehe ich einfach mit diesen 4 Farben oder 2 Farben plus Schwarz und Weiß, und da mache ich jetzt ganz einfach auf den Canvas Striche drauf. So ein bisschen abwechseln, könnt auch so ein bisschen größer gehen, wenn ihr das wollt. Dann gehe ich zur nächsten Farbe. Es muss alles einfach auf einer Ebene sein, nicht auf verschiedenen Ebenen arbeiten hier. Dann nehmen wir die nächste Farbe. Geben wir hier noch so einen kleinen hin. Dann nehme ich Schwarz. Das versuche ich eher dezenter einzusetzen. Am Rand so ein bisschen. Da noch so ein bisschen. Und hier noch einen kleinen. Und dann nehme ich hier noch einen weißen. Guck einfach, dass überall Farbe quasi gefüllt ist. Der war jetzt nicht so schön, ne? So. Ich glaube, hier will ich noch so ein bisschen von dieser hellen Farbe mehr haben. So. Ich mache da jetzt kurz ein paar Kopien von, um euch dann einfach verschiedene Möglichkeiten zu zeigen. Jetzt gehe ich wieder auf die erste Ebene zurück, und was ihr jetzt macht, ihr geht hier auf den Anpassungen auf Verflüssigen. Und da gehe ich erstmal mit der Größe, mit dem Druck, mit der Verzerrung, mit dem Schwung, alles auf maximal, und ich nehme diesen Wirbel rechtsdrehend hier. Dann gehe ich einfach von der einen Seite zur anderen langsam über das Bild drüber.
Und wenn es da nicht alles genommen hat, könnt ihr auch hier, ne, unten noch so ein bisschen den Wirbel machen. Und so habt ihr schon extrem cooles Design, ne? Das war mit allem auf der maximalen Einstellung. Jetzt gehe ich hier rüber und nehme das nächste Design. Und jetzt spielen wir ein bisschen mit den Einstellungen. Das heißt, ich gehe mit der Größe so ein bisschen runter und mache hier so ein bisschen Wellenbewegung. Zieht wirklich bis ganz hinten durch. Man sieht ja, kriegt ihr schon ein ganz anderes Bild als das, was ihr vorher hattet. Aber auch extrem cool. Versuchen wir noch was anderes. Wieder auf das Verflüssigen. Jetzt bleiben wir von der Größe so bei 85 und sagen die Verzerrung nicht ganz so stark. Mal gucken, wie das aussieht. So habt ihr weniger diesen Mix drin. Das heißt, er dreht auch weniger schnell. Ne? Auch wieder einen anderen Effekt. Versuchen wir noch was anderes. Nur, ne, ihr seht es jeweils, ne, wenn ich jetzt die Größe zum Beispiel nehme und hier einfach drauf gehe und drauf bleibe, dann seht ihr den Effekt, was es bildet. Es dreht sich quasi einfach rechts alles. Wenn ich mit der Verzerrung hochgehe, dann bildet es einfach mehr von diesen Kreisen quasi. Der Effekt, was der Schwung hat, ist ganz einfach das, wenn ich anfange und hier so mache, dann seht ihr, es geht so wie eine Wellenbewegung weiter. Wenn ich da den Schwung runternehme und auch hier anfange, dann gehen einfach die Wellen weniger. Also dieser Schwung läuft weniger lang aus, sagen wir es mal so. Es ist das beim Druck, wenn ich maximal, ich nehme hier alles wieder rauf, wenn ich hier maximal gehe beim Druck, dann sieht es so aus. Wenn ich den Druck runternehme, dann passiert hier auch weniger. Und so könnt ihr wirklich mit den ganzen Sachen spielen. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr von der Größe runter geht, könnt ihr zum Beispiel auf eine Seite, das ist mir ein bisschen zu wenig, ein bisschen größer. So. Und eben auch die Geschwindigkeit spielt eine Rolle. Je länger ihr drauf bleibt, desto mehr Drehung habt ihr. Könnt ihr auch so in eine Richtung machen. Bisschen schneller und dann Wirbel links drehend und von der anderen Seite zurück. Und dann nochmal rechts drehen und von der Seite wieder in die andere Richtung. Auch das hat einen coolen Effekt. Es ist wirklich je nachdem, was ihr damit erreichen wollt. Jetzt könnt ihr natürlich, ne, ihr habt gesehen, ich habe quasi mit diesen 4 Farben gearbeitet, aber wenn ihr jetzt ein Design habt, wo ihr euch quasi das Muster gefällt, aber ihr mit den Farben nicht ganz zufrieden seid, könnt ihr hier auch auf die Anpassung gehen. Und da haben wir ja dieses Gradient, also die Verlaufsumsetzung, wie das so schön heißt. Und da könnt ihr jetzt auch, ne, je nachdem, was für Gradients ihr anwendet, sieht das Bild auch komplett anders aus. Das heißt, ihr könnt hier auch mit diesen Gradients spielen und quasi hier aus einem Design mehrere Designs machen. Das ist zum Beispiel die Farbkombination, finde ich auch extrem cool. Also da, ne?
je nachdem, was euch gefällt. Jetzt gehe ich hier wieder raus. Und jetzt hatten wir ja noch das Thema Knockout-Text. Hier kurz die Gruppe auf. Knockout-Text ist eben das, wenn ich quasi den Hintergrund nur auf den Buchstaben drauf habe. Wie habe ich das gemacht? Das ist ganz einfach. Ich gehe kurz zurück, damit ich wieder diese Farbe habe. Dann dupliziere ich für mich einfach die Ebene, damit ich die Originalebene noch habe, weil die gefällt mir wirklich gut. Und dann füge ich hier, also ich gehe auf die Schwarz, zuerst wähle ich Schwarz aus und dann gehe ich auf Aktionen und sage hinzufügen und sage Text hinzufügen. Da schreibe ich jetzt zum Beispiel Relax hin und dann passe ich den Text an. Und nehmt da was, das funktioniert, Knockout funktioniert am besten, wenn ihr wirklich eine satte Schrift habt. Das heißt, eine, die wirklich dick ist. Nehmen wir hier mal das Galaxy. Jetzt müsste man natürlich den ganzen Text markieren, damit das funktioniert, ne? Gut. Das ist schon alles groß geschrieben. Wenn ihr eine andere nehmt, was haben wir noch? Eine, die gut funktioniert, ist Impact. Da könnt ihr auf dieses Symbol hier gehen und das aktivieren. Dann schreibt das alles in Großbuchstaben. Und dann könnt ihr mit der Größe hochgehen. Wenn das Ganze nicht Platz drauf hat, dann könnt ihr die Textbox einfach auch vergrößern. So, dann können wir den Text noch ein bisschen größer machen, dass der wirklich schön fast das ganze Bild ausfüllt. Kann man den noch so ein bisschen mittig platzieren. So in etwa. Und jetzt dupliziere ich diesen Text nochmal. Und wenn ich den dupliziert habe, dann gebe ich die Ebene mit der Farbe über die beiden Textebenen. Und dann sage ich dieser Ebene hier, es ist eine Clipping-Maske. Jetzt haben wir quasi den Text ausgefüllt mit dem Muster. Das heißt, ich sehe nur da das Muster, wo ich auch Text habe. Jetzt, um das Ganze noch zu verstärken, könnt ihr das untere Relax nehmen oder euren unteren Text und könnt da auf die Einstellungen gehen und da sagen Gaußsche Unschärfe auf der Ebene. Könnt ihr ein bisschen hochgehen. Je nachdem, wie stark ihr das haben wollt. Und dann können wir hier auch noch den so ein bisschen verschieben. Dann hat er noch ein bisschen mehr Effekt, weil dann sieht es so aus, als ob die Lichtquelle von der Seite kommen würde und ich hier quasi einen Schatten habe. Jetzt ist es aber logischerweise ein bisschen zu intensiv und deshalb gehe ich hier auf das N drauf und nehme diese Deckkraft noch so ein bisschen runter. So, genau. Und jetzt hat es diesen 3D-Effekt. Es sieht so aus, als ob das Relax quasi auf dem Blatt schweben würde. So sieht es dann aus. Und so könntet ihr jetzt zum Beispiel eine Karte gestalten. So einfach habt ihr einen Knockout-Text gemacht und eben so einfach könnt ihr Hintergründe mit diesem Marmorierungseffekt gestalten. Und da seid ihr komplett frei mit der ganzen Farbwahl und könnt da echt einfach ausprobieren, bis ihr das habt, was euch gefällt und das Design dann für das verwenden, was ihr gerne haben möchtet. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß mit diesem Effekt und das hat euch so ein bisschen weitergeholfen. Und ja, an und für sich war es das für heute. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ihr habt auch Lust auf mehr zu diesem Thema.
Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!